Aber viel konnten wir noch nicht machen. Wir hatten, oder das Rohr besser gesagt, wir hätten noch einen Wurfspeer bauen können. Das lassen wir jetzt aber mal. Zäune stellt man, genau, die stellt man jetzt so. Oh, hier haben wir auch Wasser, das ist super. Das würde ich vielleicht auch gleich mal markieren. Dann haben wir das auf jeden Fall, falls uns mal irgendwas passieren sollte. So, hier haben wir auf jeden Fall mal schmutziges Wasser. Wachsen die Beeren wieder, aber so wie es aussieht, nehmen wir die ganzen Sträucher mit. Also werden wir da wahrscheinlich Probleme haben. Wir müssen mal gucken, wie wir dieses Schmutzwasser wieder aufkochen oder aufbereiten. Vielleicht funktioniert das ja irgendwie. Also wir brauchen wahrscheinlich den Topf auf jeden Fall. Und dann... Just a moment. There are crystals nearby. Nee, das war falsch. Extract Kuban energy from those Kuban crystals. One of your mission objectives is to gather this type of energy. If you come across crystals while you're out exploring, be sure to gather as many as you can. Your iDroid will tell you how much Kuban energy you currently have. Gut, die nehmen wir mit. Das haben wir ja in der Beta schon mitgekriegt, dass wir die auf jeden Fall immer gut brauchen können, weil es ja echt gut funktioniert. Ach, das war die Lichtreflexion. Ich dachte gerade, was war das? So, die nehmen wir mal mit noch. Okay, alles klar. I detect a memory board nearby. Oh, scheiße. Nearly there. Don't let your guard down. Wenn es nur 2 sind, wäre ja okay. When facing off against a horde of wanderers, utilize defense units you have crafted, such as fences, to attack from a protected position and maintain the upper hand. It's possible to use wormholes to summon units to your location as well. Okay, dann holen wir mal die Bauzäune. Haha. So, und wenn ihr jetzt natürlich hierher kommt, ist das ein super Punkt, euch anzugreifen. Sehr schön. So. Ah, das ist aber sehr cool auf jeden Fall. Ja, geil, da können die einfach kommen und ich kann die voll niedermetzen. So, war's das? Nice. Von euch kriegt man... Oh, von euch kriegt man auch Punkte. Alter, wie lang das dauert. Wir haben schon wieder recht viel Wasser. Naja, Wasser haben wir noch ein bisschen, aber Essen oder so fehlt uns noch. Wird es ja eigentlich dann auch dunkel oder bleibt es einfach immer hell? Das ist noch was mich auch noch interessiert, aber das werden wir wahrscheinlich auch noch im Laufe des Spiels noch rausfinden. Zumindest verschwinden die Viecher, wenn wir sie dann ausgenommen haben. So. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwas, was wir brauchen können. Ja, geil, Eisen. Das Problem ist, dass wir uns natürlich jetzt hier vollpacken ohne Ende. Und wahrscheinlich dann nachher nicht mehr laufen können. Ja. Ja, wir nehmen einfach alles mit. Okay, geht nicht kaputt. Ah. Also wichtig ist, dass wir auf jeden Fall alles durchsuchen. Der
also den Punkt oben habe ich markiert. Was ist denn da oben noch? Da leuchtet doch was. Wie komme ich da hoch? Gibt's da eine Treppe oder so? Da leuchtet irgendwas da oben. Ich möchte da jetzt hoch. Also den Punkt habe ja ich markiert hier. Ah, da hinten blinkert ja auch noch was. Ah, Kisten. So, das nehmen wir auch noch mit. Wir brauchen mal einen stärkeren Speer auf jeden Fall. Kann ich den nicht mitnehmen? Ah, okay, der ist unzerstörbar. Hä? Los. Das Gute ist, dass das ganze Zeug ja alles in unser Inventar aufgenommen wird, oder in unser Lager aufgenommen wird, sobald wir es betreten. I detect that you're hungry. Your mission requires that you look after yourself. Access the memory board and secure its data. You're approaching the weight limit of what you can carry. At this rate, it'll impact your activities, so be careful. Ach, X. A. So, haben wir alles? Data acquired from memory board. I will analyze it. Return to base camp. Investigation Day 3. The purpose of this voice log is to serve as a record of my activities here, separate from my official reports to Wardenclyffe Section HQ. I find this place to be much like our own world, except everything is in ruins. It's known as Dite, a name borrowed from a city in hell that appeared in Dante's The Divine Comedy. Personally, I don't believe in hell. But if it did exist, I imagine it'd look a lot like this. I'm Chloe Dubois, a researcher assigned to Wardenclyffe Section and member of the Caron Corps, which was formed to investigate this world. For those of you that slept through your college lit class, Caron is also taken from Dante's seminal work. He's the ferryman who carries departed souls across the river to the afterlife. It was Good Luck who came up with both names. Good Luck was always a fan of Dante's works, but I never cared for such flights of fancy. Although I respect him immensely, I don't understand his interest in such unscientific pursuits. Anyway, back to the topic at hand. My role in the Corps is focused on research, but I have also been given authority over this particular investigation. I guess you could say I'm something of this squad leader. My father invested heavily in this project, which played no small part in my assignment for sure, but we need not get into that. Even though I am technically the leader, the base camp facility is actually managed by Virgil AT9, an artificial intelligence developed by Good Luck himself. Apparently, she is responsible for communications, data analysis, and facility operations. She uses the instruments we carry on us to manage the data we gather in regards to our experiments, as well as the collection of the Kuban energy necessary for controlling the wormhole. To be honest, Good Luck's programming is nothing short of revolutionary, and that is putting it mildly. It's almost as if his mind alone is centuries ahead of us. Perhaps the most interesting thing is that Virgil's responses to our queries are strangely human-like. She speaks in a solemn tone and has a tendency to be rather rigid at times, but
she also possesses a keen sense of humor that I never had. It boggles the mind to think how many people were used as reference points to develop her personality and character. At any rate, I should be able to work towards my objective starting tomorrow. I am here to research wormhole-related technology, as well as investigate the Wanderer's ecology. One of the main objectives of my research is to find a way for us to manually control these wormholes. There is a material in this world known as Kuban energy, which we believe is essential to controlling wormholes. As such, we must harvest as much of it as possible. If we can eventually perfect this technology, we will be able to instantly transport objects anywhere on the planet. Indeed, we may finally be able to realize the world system that Nikola Tesla proposed so long ago. However, the technology is incomplete, and opinions as to its viability vary widely within our section. I understand Goodluck's belief that we should proceed with caution, but as a scientist, it's impossible for me to ignore the new possibilities that will be open to us. I managed to overcome Goodluck's personal objections and be assigned to the team in order to continue my wormhole research on the cutting edge of the field. I figured that if I didn't, I would never be able to catch up with him. It is my desire to be the one to finally find that which has managed to elude Goodluck for so long. Okay, klingt ja alles sehr interessant und ich habe ja auch nichts gegen die Aufzeichnungen, aber es ist dann doch, also ich wollte es jetzt nicht abbrechen, um zu sagen, hey, ich hätte es doch gern gehört, aber für die Zukunft werde ich dann sagen, die Aufzeichnungen hören wir nicht mehr an, weil die geht 4 Minuten 51 und die geht 2:31, sie sind schon sehr lange. Natürlich sind es Informationen, die uns weiterhelfen und die wahrscheinlich überall sehr wichtig wären, aber ich würde echt sagen, mein Zaun ist weg, aber ich würde echt sagen, dass wir solche Sachen dann entweder privat anhören, also ich in dem Fall, oder wenn ihr dann sagt, ihr wollt das hören, dann mache ich vielleicht mal eine komplette Folge irgendwie mit Aufzeichnungen oder sonst irgendwas. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne haben wollt. Wenn ihr natürlich die Infos auch hören wollt, dann hören wir es uns gemeinsam an. Da habe ich eigentlich keine Probleme damit. So, ich vermute mal, die Sonne geht übrigens tatsächlich... Naja, oder auch nicht. Das sieht so ein bisschen anders aus. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder heim. Wir sind überladen. Das sehen wir unten mit diesen 102%. Wir müssen auf jeden Fall auch mal nachher darüber und gucken, was da ist. Rennen können wir jetzt nicht mehr, weil wir überladen sind, ja. So, wir brauchen auf jeden Fall was zu trinken. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir unser Trinken abkochen. Außer wir trinken dieses verschmutzte Wasser. Was ich ungern machen würde. So, und jetzt haben wir natürlich alles wieder im Inventar. Und das finde ich eigentlich sehr cool. When you return to base camp, the map screen is updated. We analyze your travel log and send the results to your iDroid. It'll be quicker for you to see for yourself than for us to explain it. So take a look at the map screen. Time to analyze the data. Please Okay. synchronize your iDroid with me here. Ja, machen wir gleich. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass es dann... Boah, wir brauchen auf jeden Fall schon wieder was zu saufen. Okay, das stelle ich mir auf Dauer wahrscheinlich echt ätzend vor. Aber so ist es in Survival Games, obwohl, ja gut, wir sind in der The Wüste. data on the memory board you obtained becomes available to us when you connect the board to us. Let's go ahead and take a look at the data on it. Analysis complete.
The board contains research data on Dite, primarily on Wanderers and Kuban energy, as well as operational records. You can examine the details on your device. So that's part 1 of the captain's mission in the bag. No. The data that was recovered is only part of the entire record. To recover all of the data, further expeditions will be required. But on these expeditions, please be ever more careful. This world may be home to threats even greater than those we are aware of. For a machine, you're pretty damn vague. Did you learn anything from this data you got? After connecting with the memory board, part of our internal memory was restored. According to this data, the Karen core was more than equipped to handle the Wanderers. Then how'd the unit get wiped out? Unknown. The data we recovered didn't shed any light on this. With more data, our memory may be fully restored. Continue your searches. We must find out what happened to the core. Rezept für Sandsackhalter erhalten. Und Baumaterialien kann jetzt verwendet werden. Bauterminal. Lol, nicht Baumaterial. So, wir With müssen the auf jeden additional information available to me, I've detected multiple new memory boards. The details are available in the situation report. Captain, Ja. there is something I have to tell you. Memory data successfully restored. New equipment can be developed. Craft the wormhole collector. This is needed to carry out the remainder of your mission. Das ist natürlich auch nice. Da können wir tatsächlich sagen, wo wir was hinpflanzen. Oder können wir eigentlich auch was verschieben? Demontieren, das heißt, wir können den Schrott wegmachen. Okay, aber außerhalb können wir nicht machen. Den Schrott würde ich aber erstmal behalten, weil er gibt uns noch ein bisschen Schutz. Brauchen wir einen Sandsackhalter? Ungern. Also eigentlich nicht. Die medizinische Station haben wir, glaube ich, oder? Sehen wir das, was wir haben? Ich muss auf jeden Fall irgendwas zu essen machen. Beziehungsweise was zu trinken. Scheiße. Wie kriege ich denn einen Topf? Haben wir hier keinen Topf? Wir müssen echt gucken, dass wir irgendwo einen Topf herzaubern. Boah, geil. Ach, das war Essen, nicht trinken. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir... Warte mal, medizinische Dinge haben wir noch nicht, oder? Genau. Dann bauen wir kurz dieses medizinische Ding.